I want to say a little bit about this concept of praise versus self-compliment. Und ich möchte ein bisschen was über dieses Konzept sagen, Lob im Gegensatz zu einem Eigenkompliment. We know a lot about praises. When we want to be supportive, we know how to praise people. Wenn wir jemanden unterstützen wollen, dann wissen wir, wie wir Lob geben und spenden. But let me get you to think about. Aber ich möchte, dass Sie da mal genauer drüber nachdenken. You know, when I first came to United States as a student, I used to hear this idea about how a Boy Scout. Do you have something like a Boy Scout? Ja, also als ich das erste Mal nach Amerika kam, um zu studieren, habe ich dann diese Pfadfinder von denen das erste Mal gehört. And the story I heard was that always a Boy Scout helps a little lady cross the street. Und die Geschichte, die ich gehört habe, ist, dass so die Pfadfinder immer einer alten Frau über die Straße helfen. This is a story because I have never actually seen it ever. I'm almost looking for it. Das ist eine Geschichte, die ich ewig gehört habe, aber ich habe es nie gesehen. Ich schaue immer noch danach. But people still talk about it. Aber es wird immer noch, diese Geschichte wird immer noch erzählt, dass das so passiert. But I thought if I come across a Boy Scout helping a little lady cross the street, then I will know what to say. Aber ich habe gedacht, wenn ich jemals einem begegne, also einem Pfadfinder, der die Frau über die Straße hilft, dann wüsste ich, was ich sagen würde. The first thing I would say is give a lot of praise. Also das erste wäre, ich würde ihn sehr loben. We will see something like that, good things, somebody does good things, we will praise. Und ich denke, das wird uns allen so gehen, wenn wir was Gutes beobachten, dass wir dann also gerne Lob spenden. But suppose I said to this Boy Scout, "Whoa, Peter, where did you learn to be so helpful?" Aber angenommen, ich würde sagen, oh Peter, wo hast du gelernt, dass du so sehr anderen Leuten hilfst? What do you suppose he would say? Was meinen Sie, was er antworten würde? Strahlen. He would smile. Right. And? Und? Then what would he say? Was würde er dann sagen? It's different. Perhaps in the group, perhaps at home. Right. Also vielleicht zu Hause oder in der Gruppe. He might say, well, I learned from my parents. Also vielleicht sagt er ja, to other people. das habe ich von meinen Eltern gelernt, dass die auch anderen Leuten geholfen haben. Or he might say, well, I learned it in Boy Scout. Oder ich habe es bei den Pfadfindern gelernt. Right? Or he might say, well, I decided it was a good thing to do. Oder er könnte sagen, ich habe beschlossen, dass das eine gute Sache ist. And I could also say, wow, how could you tell the little lady needed help? Und ich könnte auch fragen, woher wusstest du, dass gerade diese Frau Hilfe brauchte? Then he might say, well, because I could tell she was sort of standing there and hesitating. Und dann könnte er vielleicht sagen, ja, ich habe einfach gesehen, dass sie da am Straßenrand stand und irgendwie gezögert hat. Okay, something along the similar kind. So what I'm saying to you is, when you praise, the ask a question instead of giving out praises, the impact you have is the person, the other side, will have to start thinking about, I decided. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn Sie loben, dass Sie das in Form einer Frage tun, sodass die andere Person dann in der Antwort darüber nachdenkt, ja, ich habe mich ja dazu entschieden, aus den und den Gründen da zu helfen. Und das hat viel mehr Bedeutung als Lob, als wenn Sie irgendein Lob austeilen. So in this process of explaining, they will say, I learned, or I decided, or I thought about it. Wenn die dann versuchen, den Prozess zu erklären, also die Antwort zu geben auf die Frage, dann kommt raus, ja, ich habe mich dazu entschieden, ich habe das dort und dort gelernt. So the answers you get is going to come from inside of that person. Sodass die Antworten praktisch also aus der Person herauskommen. I think of a praise as sort of like somebody from outside, sort of putting on like a skin lotion, hand lotion. Es ist so ein Lob in der Regel, als ob, also ich habe so das Bild, als ob jemand hier so ein bisschen Hautlotion mir gibt, wenn er mir ein Lob sagt. Das fühlt sich sehr gut an. But after you wash your hands, aber nachdem die Hände gewaschen sind, ist es auch wieder weg. So you have to put another hand lotion on. Also muss ich wieder neue Handcreme drauf tun. Okay. So the kinds of impact we want to have. Also die Bedeutung, die wir erzielen wollen. On our clients, it's much more powerful. Oder den Effekt, den wir bei den Klienten hervorbringen wollen, ist sehr viel wirkungsvoller. When we ask them questions so that they
are able to say something about themselves. Dass wir eine Frage stellen, sodass sie dann in der Lage sind, etwas über sich selbst zu sagen.